Mein Name ist Angelika von Eicken und ich bin in der Firma, die den Kubus gefertigt und dort aufgestellt hat, zuständig für Marketing und Pressearbeit und insofern auch persönlich involviert in das Projekt. Also ganz ehrlich, wie das Projekt zum ersten Mal verbal an mich herangetragen wurde, habe ich gesagt, also ist ja ein Wahnsinn und ich glaube nicht, dass das jemals stattfinden wird. Sowas von abgefahren. Je länger man sich dann damit beschäftigt und je ernster es tatsächlich wurde, umso ernster habe ich es dann auch genommen und umso faszinierter war ich. Wenn ich abends zum Einschlafen diese Musik höre, kommt es eigentlich darauf an, wie der Tag war. Wenn es ein Tag war, der mich völlig Nerven gekostet hat oder der einfach nicht so gut lief, dann kommen komischerweise mehr die Bilder, weil ich das dann oft brauche. Da muss ich an diese Wüste in Namibia denken, an diese unendliche Weite, an diese Sonnenstrahlen, die über diesen Berg kommen und auch an dieses Kostüm vom Stranger, das im Wind ein bisschen weht und wo er sich in gemäßigten Bewegungen in seinen Cube hinein bewegt, um dort dann seine Klänge zu produzieren. Das ist dann schon etwas, was ich dann zumindest wie so Flashs vor mir sehe und mich dann aber eigentlich zu der Musik dann bringt, die ich dann einfach nur über mich ergehen lasse. Klingt furchtbar, ist aber so, weil ich dann gar nicht mehr denke. Das Denken hört dann irgendwann auf und die Musik offenbar auch, weil ich das Ende meistens nicht mehr höre. Weil ich eingeschlafen bin. Aber das soll nicht heißen, dass die Musik Schlummermusik ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde es auch witzig, weil es meinem Mann eben genauso geht. Und es ist ja nicht, wir sind ja nicht immer gleich müde oder haben nicht den gleichen Tag erlebt. Also, und das ist ja auch mal 8 Minuten, mal 17 Minuten. Warum schlafen wir beide so ein, dass wir das Ende nicht hören? Schlafen wir kurz vorher ein? Schlafen wir gleich am Anfang ein? Es ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber es ist immer so, dass es uns auf jeden Fall eine solche Beruhigung gibt und uns in uns hineinführt, dass wir schlafen können. Schöne Sache eigentlich. Warum bitte in der Wüste Namib einen 3x3 Meter Kubus aufstellen? Warum tut man das? Und ich habe verstanden, dass es ein sehr archaischer Ort ist, ein Ort, der auf diesem Planeten seit seiner Existenz relativ unverändert ist. Und ich kann nachvollziehen, dass wenn sich ein Künstler, der der Technik des Klavierspielens mächtig ist, sich in so einen Kubus setzt und einfach die Musik kommen lässt, dass der solche Töne von sich gibt, die ja dann schon eben auch Harmonie, aber auch Abfolge, leise, laut, mal ein bisschen wilder, mal ein bisschen ruhiger, mal singender, mal schreiender. Das ist halt so, wenn archaische Klänge in einem erzeugt werden. Der Zusammenhang von Ursprung, Planet, dem, was immer schon da war und der Musik, ist für mich ein engerer geworden. Weil ich komme aus einer musikalischen Tradition, wo man als Kind Noten beigebracht bekommt und die dann spielt mit dem Instrument oder singt. Aber dass Musik in mir als Urgewalt existiert, das habe ich durch das Projekt eigentlich erst vielleicht wieder gelernt, weil als kleines Kind weiß man das wahrscheinlich, aber man verliert das irgendwann. Es hat mich so mit reingezogen, das ist wirklich wie ein Sog, dass ich die Musik ständig irgendwann mal höre, meistens täglich, aber mich auch damit weiter beschäftige. Was ist die Musik in mir, was ist die Musik im Menschen, was ist die Musik für Stranger und wie wird es weitergehen? Ich bin extrem neugierig, wie es weitergeht.